Nachdem ich nun schon Ryanair mit allen Extras geflogen bin, steht heute die nächste Low-Cost-Airline an. Ich fliege von Manchester nach Amsterdam mit der britischen Billigfluggesellschaft EasyJet. Los geht's tatsächlich am Privatjet-Terminal in Manchester. Welche Add-ons noch so drin waren und ob sich das Ganze lohnt, das seht ihr jetzt. Und damit, Leute, einen wunderschönen, welchen Tag haben wir heute? Dienstagnachmittag hier aus Manchester Airport. Ich bin gerade schon hier hingefahren und es ist gar nicht mal so einfach wie gedacht, aber ich habe jetzt ein Taxi gefunden, der mich hoffentlich dahin bringt, wo ich hin möchte. Ich muss das Ganze noch immer gegenchecken, ein bisschen, nicht, dass wir uns verfahren, weil ich habe nur noch eine Stunde Zeit. Naja, auf jeden Fall habe ich heute meinen nächsten Low-Cost-Airline-Trip mit allen Extras, ich sag mal First-Class-mäßig geplant. Sehr, sehr besonders. Wir fliegen heute mit EasyJet hier von Manchester nach Amsterdam und dann fahre ich von Amsterdam mit dem Zug nach Hause. Aber hier in Manchester gibt es seit einiger Zeit das AIDA Private Jet Terminal. Das kann sich jeder buchen und die haben so Zusammenarbeiten mit den ganzen Airlines, die von hier aus fliegen. Und die bringen mich dann wohl zum Flugzeug hin. Also einfach mit einem Chauffeurauto einfach zum EasyJet Flugzeug. Und dann kann ich als Erster einsteigen, das ist zumindest der Plan. Mal gucken, ob es klappen wird. Noch 5 Minuten, dann komme ich da an. Da gibt es noch was zu essen. Ich habe mir alles Mögliche dazu gebucht, was so ging beim EasyJet. Werden natürlich auch ein paar Speisen probieren und mal gucken, ob eine EasyJet-Reise dann nicht doch ziemlich relaxed, cool und entspannt sein kann, wenn man sich halt so ein paar Goodies dazu bucht. Also ich bin gespannt. Mit Ryanair habe ich das ja schon gemacht. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerne an. Und dann fehlt eigentlich nur noch Wizz Air, oder? Oder fehlt da noch irgendwas? Könnt ihr ja gerne mal kommentieren. So, wir sind hier unterwegs und ich hoffe, dass wir jetzt gleich richtig abbiegen, weil hier hinten ist das Private Jet Terminal. Ich wollte erst zu Fuß laufen, nur das wäre, ich glaube, ich hätte es gar nicht mehr geschafft, weil man kann erst eine Stunde mit meinem Ticket vorher in dieses Private Jet Terminal. Deswegen bin ich gerade ein bisschen am struggeln zeitlich, weil ich mich hier um null auskenne, aber wird schon alles klappen. So Leute, ich bin beruhigt, wir sind richtig, da steht's schon. Aber irgendwie ist es wirklich so neu, dass kein Taxifahrer das kannte. Also ich habe da gerade erst mal 10 Minuten rumdiskutiert, um denen das zu erklären, wo ich hin muss. Naja, jetzt läuft's ja. Yes, correct, yeah. Alter. Ah, yeah. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mr. Alexander. Okay. Welcome to Ether. Stacey speaking. How can I help? Hello, my name is Alexander. I have a booking. Perfect. I'll let you through. Okay, thank you. Okay. Thank you. Das AIDA Private Jet Terminal in Manchester bietet 2 verschiedene Tarife an. Für 110 Pounds kann man einfach eine Stunde vorher einchecken, sich schön da hinsetzen, ein Käffchen trinken, ein Wasser trinken. Es gibt allerdings kein Essen, man hat dann aber die private Sicherheitskontrolle und wird direkt zum Flugzeug gefahren. Den Tarif habe ich mir gebucht, weil der teurere Tarif für 230 Pounds für mich leider nicht buchbar war. Etwas schade natürlich fürs Video, sonst hätte ich sogar 3 Stunden vorher einchecken können. Außerdem dann mit dabei der Zugang zum Buffet und ein Gängemenü von Chefkoch Adam Raid. Aber naja, schauen wir mal. Oh. Tür ist kaputt. So. Alter, wo bin ich hier gelandet? Das ist, glaube ich, ein ehemaliges Militärgelände oder so. Und da haben wir jetzt mein Private Jet Terminal. Ach, hier sind schon die Autos, die mich gleich zum EasyJet bringen. That looks good. Thank you. Bye, have a great day. Hi. How are you? Also good, thank you. Is this brand new? We opened in November. Ah, okay. So like fairly new. It was something else before COVID. It was like Premiere. Ah, yeah. And then they shut down and now Okay. back up again. So you've never come here before? No. First time. Dann schnell eingecheckt, wirklich alle super freundlich am AIDA Private Jet Terminal. Ich fand es ein bisschen random, wie ich dann da saß und einfach auch anscheinend der Einzige war, der diesen Tarif gebucht hat. Sonst habe ich auch keinen anderen Gast gesehen und warum ich den teuren Tarif nicht buchen konnte, das konnten die mir da auch nicht genau erklären. So, kurzer Abstecher noch auf die Toilette. Also man muss sagen, ist natürlich, wie auch schon an dem Privatjet Terminal, wo ich auf Mallorca war, alles vom Feinsten hier, ne? Ist hier sogar einen goldenen Wasserhahn. Kommt feinstes Wasser raus. Okay, nee, Spaß. Ja, schöne Toilette. Und ich freue mich jetzt auf meinen Flug und ich bin sehr gespannt, wie das Boarding abläuft. Man muss sagen, hier gibt es auch noch einen weiteren Bereich mit Essen. Da kann man sich dann auch am Buffet bedienen und bekommt ein Gängemenü aufgetischt. Leider konnte ich das für meinen Flug nicht buchen. Das kann daran liegen, weil es schon ausgebucht gewesen ist oder weil das mit EasyJet nicht funktioniert. Keine Ahnung, das konnte mir die Dame eben auch nicht sagen. Aber ist auch egal. Hauptsache, ich habe jetzt hier schön mein Käffchen und dann geht's los in den Flieger. Hunger habe
ich gerade eh nicht. Dann habe ich draußen noch ein bisschen Sonne getankt und ab ging's in meinen privaten Security-Check. Natürlich sehr entspannt und es war auch wirklich lustig. Ich weiß nicht genau warum, ich habe natürlich immer einiges an Equipment dabei, aber die haben mich komplett ausgezogen. Ich musste wirklich meinen ganzen Rucksack auspacken und das hat locker 10 Minuten gedauert. Was aber cool war, die Mitarbeiter waren total verdutzt, wie ich all dieses Zeug in meinen Rucksack bekommen habe. Dann habe ich denen erstmal erklärt, dass es meine eigene Marke ist, Beau Voyage und so. Und die waren ein bisschen traurig, dass wir leider nicht nach Manchester liefern. Checkt's gerne mal aus, beauvoyage.com, mit dem Code EasyJet gibt's 15%. Cool car. Yeah, it is cool this one. Very nice design. Yes, I came from Edinburgh by train and now I'm here. Hope you too. Pardon? I hope you had a great morning too. Yeah, I only just started work an hour ago, so... Ah, okay, okay. Und dann ging es wirklich in diesem brandneuen BMW direkt zu meinem EasyJet-Flieger. Ich finde das, oder fand das sehr lustig, da einfach dann mit diesem Auto zu diesem, ich sag mal, Billigflug gefahren zu werden. Das ist ja schon ein krasser Kontrast. Aber auf jeden Fall cool, dass das geht. Hier schön vorbei an den ganzen EasyJet-Flugzeugen. Ich finde das Design von EasyJet gar nicht so verkehrt. Leider ist es ein bisschen schade, dass man dann nicht direkt ins Flugzeug einsteigen darf, sondern man muss noch einmal ins Terminal rein, um dann quasi direkt am Gate einzuchecken. Die nette Dame von EASA hat mich aber wirklich bis dorthin begleitet, also bis zum Gate. Das ist natürlich schon ein toller Service. Und da sind wir, Leute, passend zum Boarding hier am Gate. Back to reality, würde ich sagen. Also es ist nicht möglich für mich gewesen, direkt ins Flugzeug zu gehen, sondern die mussten mich erst einmal hier wieder einschweißen ins Terminal aus irgendwelchen Policy-Gründen oder keine Ahnung was. Ich habe natürlich Priority gebucht, hat umgerechnet über 60 Euro gekostet, also dass ich eher ins Flugzeug kann und auch einen Platz vorne habe mit more Legroom. Nur das bringt mir jetzt nichts mehr, weil das Boarding ist ja schon im vollen Gange. Ich warte jetzt einfach, bis ich als Letzter ins Flugzeug gehen kann. Ich muss aber sagen, es war eine sehr, sehr lustige Erfahrung, dass ich so jetzt hier in meinen EasyJet-Flug antrete. Und hier könnt ihr auch schon mein Flugzeug sehen. Also, so, zum Flieger habe ich es geschafft. Hier geht es jetzt rein und dann fliegen wir mal schön entspannt 1 Stunde 20 nach Amsterdam. Hallo. Also, das ist hier mein Platz, 4F. Hab natürlich keinen neben mir sitzen. Nur wenn das hier extra Legroom ist, das ist schon wenig Platz. Bei wirklich bestem Wetter ging es dann also zurück nach Deutschland, beziehungsweise erstmal nach Amsterdam. Von dort aus bin ich dann mit dem Zug gefahren. Aber ich habe mal einen Blick ins Menü geworfen, da war ich wirklich gespannt. Leider kam direkt die Durchsage, dass warme Speisen auf diesem Flug nicht serviert werden. Und das hört man, finde ich, sehr, sehr oft auf Kurzflügen, gerade von Ryanair oder jetzt halt auch EasyJet. Dass es halt maximal 20% von den Sachen, die im Speisenkatalog stehen, auch halt dann wirklich im Flugzeug gibt. Ich meine, klar, das ist auch immer eine große Auswahl, aber verstehe ich da nicht unbedingt, warum die eigentlich so viel Essen anbieten, was sie am Ende eh dann nicht liefern können. Dann muss man dieses umfangreiche Essensangebot dem Kunden ja auch erst gar nicht präsentieren. So Leute, der Bordservice geht los. Leider wurde schon durchgesagt, dass es, glaube ich, keine warmen Speisen gibt. Aber ich schaue jetzt mal, weil eigentlich hat EasyJet sogar Kaviar. Den würde ich natürlich super gerne mal probieren. Und ein Glas Champagner, das wäre es auch. Nur bei Ryanair war es ja auch schon irgendwie ein bisschen komisch. Die hatten fast nichts, ne? Naja, gucken wir mal. Hey, do you have a champagne? Okay. Yeah. Thank you. Do you like ice, sir? Yes, please. Do you sometimes sell caviar on EasyJet planes? No? We used to, but we don't have Ah, so it was it. It was the old one, yeah. the old one. Okay, Long thank time ago. Because every 6 months we change the range. Ah, okay. Good to know. Thank you. Da habt ihr es gehört, Kaviar gibt es leider aktuell nicht mehr. Gab es im letzten Menü, die wechseln das Menü alle 6 Monate. Das macht das Ganze ja dann auch nicht unbedingt einfacher, dass man mehr an Bord hat, wenn es dann dauernd auch noch wieder neue Sachen gibt. Aber gut, für meine Flasche Bottega und Snacks, in dem Fall jetzt M&M's und Pringles, habe ich umgerechnet zusammen 29 Euro bezahlt. Ist schon nicht wenig, ne?
Hier haben wir dann auch schon die britische Seite des Ärmelkanals erreicht. Wirklich ein sehr schöner Flug war das. Bestes Wetter, tolle Aussicht. Ging auch super schnell rum und zack sind wir schon über holländischem Boden. Hier einmal mit Blick auf Rotterdam. Ich bin noch nie in Amsterdam gelandet. Ein toller Flughafen mit toller Umgebung. Ein paar Seen drumherum. Einfach traumhaft, oder? So Leute, ich bin angekommen in Amsterdam. Schiphol, ne, heißt der Flughafen. Ich bin hier zum ersten Mal in meinem Leben. Ich bin noch nie von hier geflogen, auch noch nie angekommen. Kaum zu glauben eigentlich, ne? War auf jeden Fall ein recht entspannter Flug. Was ich so bezahlt habe, weiß ich jetzt gerade im Kopf gar nicht genau, aber ich glaube, die Kosten waren recht überschaubar. Wir splitten das hier jetzt nochmal auf. Für mich geht es jetzt nach Utrecht zum Bahnhof und von da aus fahre ich dann mit dem ICE nach Hause. Ja, so. Ich wollte nur noch einmal kurz hier im Video wenigstens sagen, dass ich da bin und wir machen jetzt noch das Fazit. Kommen wir am Ende noch zum Fazit. Hat sich das Ganze gelohnt und vor allem, wie teuer war es? Ja, die Kosten haben sich dann am Ende schon ein bisschen geleppert und vor allem das Privatjet-Terminal sticht halt heraus. Da ging es los, 130 € hat mich das umgerechnet gekostet. Das reine Flugticket ohne irgendwelche Extras lag bei 53 €. Dann habe ich ja mein Priority Boarding, welches ich nicht nutzen konnte und meinen Sitzplatz in der 4. Reihe extra dazu gebucht, plus mehr Gepäck wäre da auch noch drin gewesen, aber das brauchte ich halt nicht, weil ich nur meinen Rucksack dabei hatte. 66 € hat mich dieser Tarif gekostet. On top kamen ja dann noch die Snacks und Drinks, ein bisschen Verpflegung für 29 €. Unterm Strich kommen wir dann auf 278 € für meine EasyJet mit allen Extras Experience. War eine coole Erfahrung, vor allem mit dem Privatjet-Terminal in Manchester und das kann ich auch jedem von euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren, wenn man die Chance dazu hat. Günstiger gibt es sowas vermutlich nur an wenigen Orten auf der Welt. Ich würde jetzt aber, denke ich, kein zweites Mal buchen, weil das ist dann schon nochmal ein bisschen umständlich, wieder in den Flughafen rein, sich dann hinten anzustellen. Da kann man auch gleich einfach durch den normalen Security-Check gehen und sich dann so eben diese 130 € sparen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns schon bald wieder und mal schauen, wie das dann bei Wizz Air so wird. Haut rein, Leute. Ciao.